Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video habe ich 10 Tipps für euch, wie ihr euer Krediteinkommen vergrößern könnt und wie ihr euch den ein oder anderen Kredit einsparen könnt. Tipp Nummer eins ist, tretet deinem Clan bei und nutzt dadurch die Marinebasis. Die hat ein paar schöne Boni, die euch Credits einsparen können. Zum einen habt ihr die Schiffswerft, die die Kosten für erforschbare Schiffe um 15% reduzieren. Als zweites haben wir das Trockendock, welches eure Wartungskosten auch nochmal um 15% reduziert. Und als letztes haben wir noch den Komplex für Sonderprojekte. Da könnt ihr nochmal die Kosten für die Superschiffe um 15% reduzieren. Für Tipp Nummer 2 schauen wir in den Forschungsbaum. Hier gibt es immer wieder Aktionen, dass ihr Schiffe reduziert kaufen könnt, dass die einen Rabatt haben. Das kommt immer darauf an, welches Event gerade läuft. Bei mir sind es jetzt gerade die panamerikanischen Schiffe, deswegen immer mal die Augen offen halten, wenn ihr jetzt eine Forschungslinie vielleicht grinden wollt und sagt, ich weiß jetzt noch nicht, welche ich nehme, dann ist es vielleicht sinnvoll, eine rabattierte zu nehmen. Für den dritten Tipp gehen wir zu den ökonomischen Boni. Hier habt ihr als erstes die Möglichkeit, euch Bonuspakete für die Schiffe zu kaufen, was eure Krediteinnahmen in einem Gefecht nochmal um plus 50% erhöhen. Als zweites habt ihr auch noch die Möglichkeit, euch Booster zu holen. Hier entweder 20 bis 320% und damit im Game nochmal zusätzlich für mehr Kreditpunkte zu sorgen. Für Tipp Nummer 4 befinden wir uns in der Ausrüstung. Hier solltet ihr auf jeden Fall auf die Signale schauen, die ihr ausgerüstet habt. Die kosten immer ein bisschen Credits und schaut also da, welche Signale ihr wirklich für ein Gefecht braucht, welche ihr weglassen könnt. Schaut auch, ob ihr den Autokauf drin habt, weil damit werden Flaggen automatisch nachgekauft und das kann für euch tatsächlich ein ganz schöner Geldfresser sein. Zum Thema Signale noch ein Hinweis: Wenn ihr Signale braucht oder spezielle Signale haben wollt, nutzt die Coupons. Da kriegt ihr immer wieder Rabatte auf Signale. Ist ein super Feature. Da könnt ihr 25 und 50% auf Signaleinkäufe kriegen. Damit spart ihr euch auf jeden Fall den einen oder anderen Credit beim Kauf. Für Tipp Nummer 5 gehen wir ins Inventar. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, nochmal Credits euch zurückzuholen. Zum einen könnt ihr Module verkaufen von Schiffen, die ihr nicht mehr fahrt. Das ist ein guter Faktor. Da könnt ihr auf jeden Fall viele Credits verdienen. Als zweites könnt ihr auch noch Verbesserungen verkaufen, die ihr noch auf Lager habt. Passt auf jeden Fall aber auf, dass ihr nicht eure Legi-Module verkauft. Dann könnt ihr auch noch eure Tarnungen verkaufen. Das ist auch nochmal möglich. Da könnt ihr auch nochmal ordentlich Credits einnehmen. Zusätzlich könnt ihr noch eure ökonomischen Boni verkaufen. Hier aber nochmal der Hinweis, das würde ich tatsächlich nur machen, wenn ihr genügend Bonis habt, beziehungsweise wenn ihr schon viele Schiffe auf Tier 10 habt. Weil ich verkaufe in dem Fall immer die ganzen Boni für Schiffs-EP, die grünen und die grauen und behalte die blauen und die roten, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mal ein Reset hochspielen möchte. Für Tipp Nummer 6 gehen wir zu den Containern. Hier der Hinweis: Nutzt die Container für mehr ökonomische Belohnungen, da bekommt ihr Credits und auch die Booster, damit könnt ihr auch nochmal ordentlich Credits dazu verdienen. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 7. Das ist ein ziemlich einfacher Tipp, der für Leute ist, die vielleicht jetzt schon was durchgegrindet haben oder die sehr viele Schiffe im Hafen haben. Ich mache es immer so, wenn ich jetzt wenige Credits habe, verkaufe ich Schiffe, die ich gar nicht spiele. Es gibt natürlich Leute, die sammeln Schiffe, aber ich persönlich schaue immer, dass ich nur die Schiffe behalte, die ich auch spiele. Als Tipp Nummer 8: Spielt keine Tier 10, Tier 9 Schiffe, weil da werdet ihr von den Credits nicht so verdienen. Schaut, dass ihr euch, wenn ihr Credits braucht, auf Stufe 8 und Stufe 9 befindet. Versucht da auch die Premium-Schiffe zu fahren, wenn ihr welche habt, weil die haben schon diesen Sonderbonus drauf, den ich bei Tipp Nummer 3 erwähnt habe. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Tipps. Das sind die Tipps, wo ihr jetzt Echtgeld in die Hand nehmen müsst. Tipp Nummer 9: Kauft euch Premium-Spielzeit. Damit bekommt ihr 50% mehr Credit Income nochmal obendrauf in eure Matches. Dann als letzten Tipp, Tipp Nummer 10: Ihr könnt euch auch Credits so kaufen. Wenn ihr genügend Echtgeld investieren wollt, ist das auch eine Möglichkeit. Des Weiteren besteht noch die Möglichkeit,
eure Dublonen in Credits umzutauschen. Als kleinen Bonustipp an alle, die in einem Clan sind, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt Clan Battles, da könnt ihr sehr viele Credits rausziehen. Ich blende euch hier mal einen Screenshot ein von einem Clan War Game, wo ich rote Booster drin hatte und da seht ihr, ich mache in dieser Runde mit meinem Premium-Account knapp 1,8 Millionen Credits. Und das ist gut verdientes Geld. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst die Games gewinnen. Ich hoffe, euch haben meine 10 Tipps plus Bonustipp gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr noch andere Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!